Es ist wieder mal soweit. Reisen bzw. Fliegen mit dem Bike. Alles, was ihr darüber wissen müsst, kurz und knapp zusammengefasst. So geht's ganz einfach. Lifehacks, Tipps und Tricks und los geht's. Leute, es ist wieder mal soweit. Reisen bzw. Fliegen mit dem Bike. Ihr könnt gleich mal eure Tipps abgeben, wohin es gehen wird. Ich verrate euch gleich mal eines, ich war dort tatsächlich noch nie Radfahren. Umso aufgeregter bin ich. Und gibt immer viele Fragen zum Fliegen mit dem Bike. Die will ich in diesem Video grob beantworten, kurz und knackig und euch dann noch zeigen, wie ich das Bike in die Bike Travel Bag Pro packe. Es sind auf jeden Fall auch ein paar Tipps dabei, die definitiv euer Leben verändern werden. Und ja, in diesem Sinne, wir starten jetzt gleich mal los. Das muss da rein. Ich benutze wie immer meine Bike Travel Bag Pro. Perfekt auch für 29 Zoll. Ich starte immer mit dem Abmontieren der Pedale. Wie ihr das auf jeden Fall jedes Mal easy schafft, ohne Probleme. Dazu gibt es schon ein Video, das blende ich euch gleich mal oben ein. So, dann auf jeden Fall nicht vergessen, ein bisschen Luft aus den Reifen zu lassen. Das ist so ein Anfängerfehler. Ich habe noch nicht gehört, dass ein Reifen geplatzt ist, aber man empfiehlt einfach, da ein bisschen Luft rauszulassen. Ich persönlich würde auf jeden Fall auch empfehlen, jedes Mal etwas zwischen die Bremsbeläge zu klemmen. Einfach in Anbetracht dessen, selbst wenn ihr die Bremshebel nicht betätigt, kann das beim Transport leicht passieren. Und so vermeidet ihr einfach von Haus aus, dass ihr im Nachhinein dann die Bremse entlüften müsst. Als nächstes kommt dann der Bike Stand und there we go. So, momentaner Zwischenstand, so sieht das Ganze aus. Schon am Bike Stand montiert. Hier, das muss ich noch abschrauben. Mein Tipp, Sattel immer ein bisschen raus. Dann der Top Tube ist halt mega. Mein absoluter persönlicher Tipp ist auf jeden Fall, den Bike Stand upside down zu montieren. Wenn ihr das so macht, ist das mega kompliziert, bis ihr mal die Länge angepasst habt. Wenn das Bike einfach umgedreht ist, könnt ihr das easy anpassen. Erst eine Seite, dann die andere. Das ist ein absoluter Game Changer. So Leute, so schnell geht das ganze Sattel raus. Warum? Genau aus dem Grund, weil hier jetzt einfach mehr Dämpfung sozusagen ist. Also ich finde das einen guten Tipp. Und yes, was ich eben anschließend auch immer mache, erstens achtet auf das Gewicht. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, darf das Bike meistens 32 Kilo nicht überschreiten. Die hat man aber schnell. Und ja, dennoch, was auf jeden Fall immer reinpasst, ihr seht, prinzipiell ist da hier noch viel Luft zum Befüllen der Tasche,
Angefangen von Bike-Klamotten über Schuhe, über Helme, schaue ich dann echt, was ich hier reinstopfen kann, damit man nicht über dem Gewicht ist. Meistens hier unten ein Helm geschützt. Meistens mache ich hier die Schuhe hin, schützt auch gleichzeitig wieder ein bisschen das Bike und dann noch so ein paar Klamotten, überall gut verstaut und das war's dann. Wenn man es mal raus hat, tatsächlich wirklich easy, man ist dann auch schon relativ schnell beim Ein- und Auspacken, bis man mal die Technik oder seine persönliche Technik daraus hat, würde ich mal sagen. Wie ist das bei euch? Jeder hat so für seine Dinge irgendwie so die Art und Weise, wie er oder sie das Ganze angeht. Und da muss man sich manchmal ein bisschen reinfühlen. Aber ihr seht, das Bike ist hier wirklich super dran gemacht und wenn das Ganze mal verstaut ist und vollgepackt ist, ist es wirklich stabil. Und Leute, ihr wisst Bescheid, ihr bekommt 10% Rabatt bei YFood auf eure Bestellung, aufs komplette Sortiment mit einem neuen Code, der lautet Peaches-YouTube, 10% für euch. Wenn ihr euch unsicher seid, ihr könnt auch gerne mal ein Taster Pack ausprobieren, da gibt es 5 verschiedene Sorten, wie schon erwähnt, es gibt auch vegane Shakes, es gibt Riegel. Ich bin mir sicher, da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Demnach viel Spaß damit, haut's rein, 10% Rabatt. Eine der meistgestelltesten Fragen ist auf jeden Fall, wie viel kostet das Ganze? Das kommt natürlich darauf an, wohin ihr fliegt und wie weit das weg ist, ob das nationale oder internationale Flüge sind. Bleibt ihr in der EU, kann das von 60 bis 100 Euro alles sein. Kommt immer auf die Airline drauf an, da müsst ihr euch auf jeden Fall immer selbst informieren. Dieses Mal tatsächlich relativ günstig mit 60 Euro pro Strecke. Im Schnitt würde ich sagen, meistens sind es 80, aber tatsächlich zwischendurch waren es auch mal 100 Euro. Fliegt ihr Weitstrecken oder Fernstrecken, wie man so sagt, USA, Kanada etc., dann kann das sogar bis zu 250 Euro pro Strecke sein. Also als ich im April in Amerika war, habe ich tatsächlich 250 Euro pro Strecke bezahlt. Das ist dann schon sehr teuer. Da überlegt man sich wirklich, nimmt man sein eigenes Bike mit oder mietet man das Ganze? Das müsst ihr dann für euch selbst abschätzen. Wie geht das mit dem Fahrrad? Warum muss ich das zerlegen? Muss ich das zerlegen? Ja, natürlich. So wie alle eure Sachen muss das Ganze irgendwie in einen Koffer, in eine Tasche, in sonst was. Das hat gewisse Maße. Das Gewicht darf meistens von 32 Kilo nicht überschritten werden. Auch hier immer direkt bei der Airline informieren. Anfänglich super easy Methode und die günstigste vermutlich. Ihr packt euer Bike einfach in einen Bike-Karton. Gaffert das Ganze zu und ihr könnt somit auch fliegen. Super leicht, ein großer Vorteil. Der Nachteil ist, Beispiel, es regnet zum Beispiel oder es kann natürlich schneller reißen beim Transport, vor allem wenn ihr das öfter benutzt. Aber auf jeden Fall die kostengünstigste Variante, würde ich mal sagen. Habt ihr keine Schachtel mehr zu Hause, geht in einen Bike-Shop, fragt, ob ihr die haben dürft. Meistens gibt sie dann sogar for free. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist, ihr mietet euch eine Bike-Travel-Tasche, auch meistens in Bike-Shops. Preise kann ich euch dazu nicht sagen, aber da müsst ihr auch für euch abwägen, wie oft fliegt ihr mit dem Bike. Zahlt sich das aus, wirklich eine Tasche zu kaufen, die meistens von 300 bis 500, 600 Euro alles kosten können. Oder ob ihr einfach eine ausleiht. Solltet ihr eine kaufen, es gibt so viele verschiedene Anbieter, müsst ihr euch einfach informieren, was wollt ihr haben. Ich finde, ein guter, wichtiger Ansatz ist, dass die einfach so leicht wie möglich ist, weil jedes Kilo zählt einfach. Zweitens, die soll natürlich was aushalten, robust sein und vor allem das Bike bestmöglichst schützen. Und drittens, informiert euch, ob eure Reifengröße für diese Tasche auch gemacht ist. Es gibt natürlich viele Travel Bags, die zum Beispiel jetzt günstig sind und dann ist die zum Beispiel nur für 27,5 Zoll oder tatsächlich noch für 26. Meine Bike Travel Bag Pro von Evok hier, die ist tatsächlich auch gemacht für 29 Zoll. Da habt ihr dann keine Troubles. Ich denke, das waren jetzt mal die Hauptpunkte, die da wichtig waren anzusprechen. Großer Vorteil von der Bike Travel Bag Pro hier, die hat, wenn sie zu ist, eine extra Rolle, die man vorne drauf machen kann und wieder abnehmen kann. Das heißt, man hat nicht ständig, wenn man mit der Tasche geht, das Gewicht am Arm. Das hängt sich tatsächlich wirklich an, auch wenn es zu rollen ist. Vor allem, wenn man ja meistens eine Tasche, einen Rucksack und so weiter auch hat.
Und man kann die dann ganz bequem am Boden dahin rollen, finde ich ein mega cooles Feature. Yes! Und in diesem Sinne, lasst mich wissen, ob das Ganze hilfreich für euch war. Schreibt mir Wünsche, Anregungen in die Kommentare. Daumen nach oben würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und in diesem Sinne,